Aha, so ist das also. Erst versetzt du mich und dann gehst du alleine ins Theater? Beruhige dich. Ich habe versucht, dich anzurufen, aber aus irgendeinem Grund kam nur die Mailbox. Natürlich kam nur die Mailbox. Ich war in der Vergangenheit. Da ist der Empfang nicht ganz ideal. Tut mir leid. Mir tut es auch leid, dass ich nicht über deine Reisepläne informiert bin. So, jetzt beruhigen wir uns alle erstmal wieder. Wer ist das? Sie ist sozusagen eine Kollegin von mir. Also, bist du eine Freimaurerin? Richtig. Freut mich, dich kennenzulernen. Ebenso. An dieser Stelle danke ich dir für deine Dienste, aber ab hier ist eine Frau vonnöten. Ich möchte bitte alles über die Frauenfreimaurerei erfahren. Dann komm mit. Mein Auto steht ganz in der Nähe. Du darfst auch mitfahren. Zu deinen Füßen liegt ein Rucksack, in dem du ein Tablet finden solltest. Schalte das doch bitte an. Bis vor knapp 70 Jahren war die Freimaurerei in Deutschland eine Brüderschaft, die geprägt von Männern und Vorurteilen gegenüber Frauen war. Im 18. Jahrhundert kam in Frankreich jedoch Empörung darüber auf, weshalb dort die erste gemischte Loge für Männer und Frauen gegründet wurde. Die deutsche Freimaurerei orientierte sich jedoch an den englischen Großlogen, weshalb die Freimaurerei hier vorerst eine reine Männersache blieb. Am 30. Juni 1949 wurde jedoch der erste freimaurerische Frauenzirkel mit dem Namen Zur Humanität gegründet. Mit 2 weiteren Logen aus Düsseldorf und Wetzlar gründeten die 3 Meisterinnen vom Stuhl 1982 schließlich die Frauengroßloge Deutschlands. Diese besteht gegenwärtig aus 22 Freimaurerlogen und mehreren Arbeitskreisen. Und läuft das heute alles genauso bei euch wie bei Männern? Wollt ihr auch einen Tempel aus Menschen bauen? Nun, da wir im Grunde aus der Männerfreimaurerei hervorgegangen sind, haben wir uns natürlich vieles von ihnen angeeignet. Sowohl die weibliche als auch die männliche Freimaurerei schwört jeglicher Form der Diskriminierung ab. Trotzdem werden wir auch heute noch von vielen konservativen Freimaurern nicht anerkannt oder zumindest sehr kritisch betrachtet. Das Vorurteil, dass nur ältere Männer der Frauenfreimaurerei gegenüber feindselig eingestellt sind, stimmt allerdings nicht. Ganz im Gegenteil, viele von ihnen sind sehr an unserer Arbeit interessiert. Wenn ich kurz dazu was sagen dürfte. Bei der in England entstandenen Freimaurerei war nie vorgesehen, dass Frauen jemals involviert sein würden. Auch in freimaurerischen Statuen ist die Anerkennung der Frauen in freimaurerischem Sinne nicht offiziell festgehalten. In Brasilien zum Beispiel hält man genau daran stark fest. In Frankreich hingegen ist die Akzeptanz gegenüber den Frauen sehr groß. Hier in Deutschland ist die Anerkennung auch prinzipiell da. Das merkt man beispielsweise daran, dass sich mittlerweile nicht nur die 5 Männer-Großlogen treffen, sondern auch die Frauengroßloge eingeladen wird. Übrigens haben wir nicht die gleichen Rituale wie die Männer, jedoch ähneln sie sich in vielen Bereichen. Unsere Rituale sollten nämlich kein männliches Brauchtum enthalten, aber gleichzeitig vom freimaurerischen Geist durchdrungen sein. Die erste eigene Tempelarbeit verrichteten die Schwestern im April 1951. Auch unsere Garderobe während des Rituals ähnelt sich stark. Die Frauen tragen schwarze Kleidung und wir Männer einen schwarzen Anzug. Neben der Anerkennung der beiden Geschlechter gibt es trotzdem noch einige wenige Unterschiede zwischen der Männer- und der Frauenfreimaurerei. So sind wir den Männern rein zahlenmäßig deutlich unterlegen. 450 deutsche Freimaurerinnen Gegenüber 14.000 Freimaurern. und 25 Frauenlogen Gegenüber 470 Männerlogen. Auch die Eigentumsverhältnisse der Logenhäusern unterscheiden sich. Während die Brüder die Eigentümer ihrer Logen sind, existiert in Deutschland keine einzige Frauenloge, die ein eigenes Logenhaus hat. Somit stehen die Logenhäuser der Schwestern auch heute noch unter Obhut der Brüder. Autsch, das muss ganz schön im Ego kratzen. naja, wir hoffen auf Besserung. Das tun wir. Ich nehme an, ich kann euch beide hier rauslassen? Ja, danke für die Mitfahrgelegenheit. Wir sehen uns morgen. Wenn du ausnahmsweise in der Gegenwart bleibst? Ich gebe mein Bestes. Also dann, es war mir eine Ehre. Du kannst natürlich jederzeit unsere Gästeabende und andere öffentliche Veranstaltungen besuchen oder dich selber der Freimaurerei widmen. Wir werden sehen. Aber eine letzte Frage habe ich noch. Warum hattest du eine Kapuze auf, als du aus der Toilette in eurer Loge gekommen bist? Ein Zauberer verrät seine Tricks nicht.
Ich habe meine Jacke vergessen.